der hier bei uns auf dem Land, ländliche Region halt, ne, das fängt halt mit dem Moped-Alter an, dass du irgendeinen billigen Untersatz suchst und baust den halt irgendwie um für dich, wie du das brauchst, damit du nicht einer von vielen bist. Und damals Simson, ich meine, jeder kennt es, oder das war zumindest vor 10, 15 Jahren noch so, die waren halt recht erschwinglich. Und damit hat die ganze Geschichte eigentlich angefangen, dass du da halt, ja, wie es früher üblich war, Oberlenker hochbiegen und so Geschichten, ein bisschen tiefer legen und Motor natürlich, ist ja eh klar, schneller machen. Und dann hat die ganze Geschichte mit dem Tuning eigentlich angefangen. Und ja, über diese ganze Tuning-Geschichte, wenn man es mal so nennt, erweitert man halt seinen Freundeskreis, ne? Also ist ja hier das beste Beispiel eigentlich. Über die ganze Tuning-Geschichte halt relativ hier reingerutscht in die Holy Hole. Ja, und das ist eigentlich ein Thema, was mein ganzes Leben irgendwie beschäftigt, und das ist ja auch mittlerweile fast zum Beruf geworden bei mir. Dass ich quasi bei BMW quasi eine Werkstatt habe, also ich habe die nicht direkt, aber ich bin Werkstattmeister quasi von einer Abteilung, die Tuning-Teile für BMWs macht, oder Sonderzubehör, sagen wir mal so. Und ja, soweit hat das schon seine Form angenommen. Ja. Autos habe ich schon ganz viele gehabt. Das hat eigentlich angefangen von meiner Schwester, die hat mal einen Peugeot 206 gehabt, so das typische China-blaue Peugeot 206, und ich habe da Geld versenkt bis zum geht nicht mehr. Also da wurde wirklich von A bis Z alles mal gemacht. Und das Lustige war halt auch, auf dem Fahrzeug habe ich damals so ein bisschen das Fahren gelernt, weil der hatte nur 60 PS. Und ich bin halt immer so eine recht kurvige Strecke an die Arbeit gefahren, da, also Ferienarbeit und so Geschichten, und du durftest mit dem Auto halt nie bremsen. jeder Meter, den du gebremst hast, der war halt verschenkte Geschwindigkeit, und dadurch habe ich halt gelernt, ein Auto halt schnell zu bewegen, auch mit wenig Leistung, und das ist dann auch wieder so ein bisschen in meinem Beruf ausgeartet. Ja, und mit dem Peugeot hat es eigentlich angefangen, halt unsinnig viel Geld in ein Auto reingesteckt, wo man sich eigentlich zum Schluss fragt, hey, sag mal, ist alles okay bei dir? Ja, und das ging dann über verschiedenste Geschichten. Ich habe dann bei BMW die Lehre angefangen, und da kam dann so ein bisschen die Liebe zu der Marke BMW. Ich habe da mehrere Compacts gehabt, weil die waren halt immer recht günstig und haben trotzdem relativ viel Spaß gemacht zum Fahren. Und ja, E46 Compact gehabt und nochmal ein Opel Omega als Winterauto und viele Autos, wo extrem viel Geld drin versenkt worden ist, sag ich mal so. Aber das war halt auch immer schwer erarbeitet worden, und das machst du halt auch nur durch das Thema Tuning, weil es halt einfach eine Leidenschaft ist, ne? Weil du halt einfach da so einen Spleen im Kopf hast, und da muss ein Fahrwerk rein und da muss ein Felgen drauf, und Hauptsache das Ding liegt im Dreck, und so ging das halt alles, hat sich das alles aufgebaut so ein bisschen, ja. Und das Z3M Coupé, was ich habe, das habe ich von einem Herrn abgekauft, der hatte einen vermeintlichen Bläulagerschaden. Ich dachte, es wäre ein Bläulagerschaden gewesen. War es auch, aber der war schon so fortgeschritten, dass die Kurbelwelle kaputt war bei dem Z3, und der musste dann zwangsweise einmal der Motor komplett neu. So, und der Motor bei so einem Auto einmal neu machen, das geht halt echt massivst ins Geld. Und ja, dann war der Motor irgendwann neu, und dann dachte ich mir so, ja okay, Motor neu. Das Auto ist ja schon an sich geil, ich finde ihn selber geil, und wir haben den damals so günstig zum Glück einkaufen können noch, dass ich mir gedacht habe, okay, Johannes, wir müssen da einmal einen Lack neu machen, komplett außen. Das haben wir dann auch gemacht. Und ja, seitdem fahre ich den. Es ist einfach nur ein KW V3 reingekommen, ein bisschen Spurplatten, und das war's, weil ich wollte mal ein Auto wenigstens haben, was so halbwegs normal ist, wo man einfach mal mitfahren kann, ohne dass man gleich wieder irgendwelche Probleme kriegt mit Aufsätzen und was weiß ich was. Und ja, Polizei ist ja mittlerweile auch so ein Thema geworden, das ist nicht mehr ganz so easy. Da wollte ich halt einfach mal ein Auto, was so ein bisschen entspannter ist und gerade noch so ein bisschen was Älteres. Ich meine, er ist von 98, ist nicht das älteste Fahrzeug, aber ja.
Bevor es hier weitergeht, möchten wir euch auf unsere aktuelle Kollektion aufmerksam machen. Mit aufwendigen Stick- und Puffprint auf dem Rücken macht es die Kollektion so einzigartig. Ihr unterstützt mit jedem Kauf unseren Kanal und die aufwendig produzierten Filme. Und wie immer gilt, liken, kommentieren und abonnieren. Also ich habe ja dann auch neben dem Z3 einen 1er gefahren, einen M140i mit Luft und allem drum und dran. Und ja, das Auto, das war schon geil. Das hat mich ja schon wirklich abgeholt. Das war echt ein cooles Auto, schnell und sparsam und alles cool. Aber ich habe damals den Fehler gemacht, ich habe mir das Auto halt so konfiguriert, ich habe den neu gekauft bei BMW, so konfiguriert, dass ich mit dem Gedanken, dass ich ihn möglichst gut wieder wegkriege. Das war halt eine Automatik, weiß und 5-Türer. Und ja, eigentlich war das gar nicht das, was ich wollte, sondern das war eher so der Gedanke, okay, nach 3 Jahren kannst du ihn wieder halbwegs verkaufen für normales Geld und passt. Und am Ende, wo ich so durch war mit dem ganzen Auto und ja, die Idee war, was machst du jetzt, wollte ich eigentlich einen schwarzen 3-Türer als Handschalter haben, also genau das Gegenteil von dem Auto. Habe ich aber nie gefunden. Die Gebrauchten, die es damals zur Auswahl gab, die waren alle runtergerockt und viel zu teuer. Und ja, dann habe ich mich immer umgeschaut nach einem E90 M3, so einem V8, LCI, also ein Facelift. Selbes Thema, ewig lang gesucht, jahrelang Suchen laufen gehabt, dann immer mal wieder welche angeschaut, aber da war nie das dabei, was ich halt brauche. Ich hätte halt gerne einen Handschalter ohne Schiebedach und so Geschichten. Ja, und damals hat sich schon abgezeichnet, die Autos haben extremst viele Kilometer, also Laufleistung extrem hoch und die Leute wollen sehr viel Geld dafür haben. Auch zu Recht, weil die Autos sind geil. Aber da habe ich mir irgendwann gedacht, ja, das kannst du nicht bringen, hey. Weil das ist auch so dieser S65, der Motor, der da verbaut ist, der ist recht anfällig, also ähnlich wie die anderen 2 Autos, die ich da unten stehen habe. Ja, und da habe ich mir irgendwann gedacht, komm, ich brauche irgendeine Alternative und da bin ich dann mit dem Conny irgendwie mal so drüber gestolpert und ich kenne aus meiner Lehre noch einen E46 M3 CSL, der ist halt einfach hängen geblieben, das Auto, weil das jeder, der bei der Marke BMW ist, das ist so ein Einhorn, dieses Auto. Das ist halt einfach was enorm Geiles, aber konnte ich mir nie leisten. Und ich habe früher auch schon mal nach E46 M3 Ausschau gehalten, aber ähnliches Thema, alle runtergerockt und dann wollen sie ganz viel Geld dafür haben. Und ja, und dann sind wir irgendwann über die CSL-Box drüber gestolpert, weil das war schon nochmal so ich wollte halt gerne mal ein Auto haben mit dem S54, der in dem Auto verbaut ist, in dem Z4M Coupé, mit dieser Airbox eben. Und dann haben wir einfach gedacht, ja, was ist eigentlich mit dem Z4 eigentlich geil, weil die sind ein bisschen neuer noch als die 46 M3. Und ja, von der Form her haben die schon immer gefallen. Und dadurch, dass ich ja schon einen Z3 M Coupé hatte, dachte ich, ja, könnte cool dazu passen. Und ja, wie es der Zufall will, haben wir, ja, wo waren das eigentlich? Im Ruhrgebiet irgendwo stand einer. Das war der billigste Immobile. Und ich finde silberne Autos geil und der war silber. Und gerade auf dem Auto finde ich es geil. Und da habe ich mir gedacht, hey, komm, hinfahren, anschauen. War erster Hand von einem Rentner, hat 150.000 gelaufen gehabt, immer bei BMW gewesen, aber hat sich dann auch herausgestellt, dass das auch nichts zu heißen hat, aber egal. Ja, und dann haben wir den geholt. Dann hatte ich einen Z4M Coupé noch, als ich meinen 1er dann verkauft habe. Ja, weil ich wollte mal wieder so ein bisschen was Emotionaleres haben. Weil das ist so ein kleines Problem, was moderne Autos haben. Ich habe zwar das Glück, ganz viele moderne Autos zu fahren von der Arbeit aus und die haben auch alle Leistung wie die Sau und das ist alles wunderbar und die machen ihren Job einfach viel zu gut. Das ist das Problem. Die Autos sind so gut geworden, dass sie mich nicht mehr so wirklich abholen. Da gibt es Autos über 600 PS und die fahren wie, also das ist irre, das ist wirklich gut, aber das ist halt schon wieder so gut, dass man das gar nicht genießen kann auf der Landstraße oder irgendwo, weil es einfach viel zu schnell ist für Zwecke. Und ich wollte halt irgendwas, ja, einen handgeschalteten Sauger haben. Und da sind wir halt auf den Z4M Coupé gekommen, genau. Also Grundgedanke war ja, da wir ja von dem CSL-Thema gekommen sind, so Airbox draufbauen und so Geschichten, das war schon mal der Plan von Anfang an, dass da auf jeden Fall eine Airbox drauf muss. Das war aber erstmal in weiter Ferne, weil ich musste mich erstmal um den Motor kümmern. Der hat natürlich ein Problem gehabt, aber kommen wir gleich zu. Es sind
Es ist ein Radsatz draufgekommen vom CSL, Original-Radsatz, war auch nicht mehr so einfach zu bekommen. Mittlerweile ist er auch eingestellt, also gibt es gar nicht mehr zu kaufen. Eine Bremsanlage vom F82 F80 M3. Das haben wir gemacht. Ich hatte mal zwischenzeitlich eine andere Auspuffanlage drauf, die war aber leider viel zu laut. Die ist dann wieder runtergeflogen, hat einfach im Innenraum so gewummert und gehämmert, dass ich musste die wieder runterbauen, weil da hat auf einmal Teile angefangen zu klappern. Das war nicht mehr schön, ja. Ja, und natürlich ein Fahrwerk, KW V3 ist reingekommen. Das haben wir dann noch ein bisschen nachbearbeitet, damit es dann auch in die Höhe kommt, wo wir es gerne haben wollen. Ja, das ist was wir so schön finden, sag ich mal. War ein bisschen ernüchternd beim ersten Einbau, aber wir konnten das schon noch ein bisschen anpassen, dass es jetzt auf der Höhe ist, wie uns das taugt. Ja, und das war es eigentlich schon. Also für mich ist immer so ein Thema, ich will gar nicht so viel an den Autos machen, weil wenn ein Auto von der Form her recht gut ausschaut, dann ist es meiner Meinung nach, braucht es nicht sehr viel mehr als einfach nur ein bisschen Tiefgang und eine schöne Felge drauf und dann ist das eigentlich schon gut. Also, wie ist der Trabi in mein Leben gekommen? Wir kommen aus dem Osten. Trabi war schon immer ein Thema. Ich kann mich noch erinnern, wir hatten selber mal noch einen Trabi in der Familie. Den hatte meine Mutter geschrottet, als er rückwärts in unsere Hofausfahrt rausgefahren ist. Nur deswegen, weil ich unbedingt im Kindergarten ein Tretauto mithaben wollte. Und da war die Heckklappe offen und sie hat halt nichts mehr gesehen und ist dann gegen unser Tor gefahren. Und das war das Ende vom Trabi. Und das war so ein bisschen hängen geblieben. Und ich wollte halt schon immer Pappe fahren. Ich habe so ein Bild, was ich bei mir im Kopf eingebrannt habe, wie so ein paar Dudes in so einer sautiefen Pappe mit verbreiterten originalen Stahlfelgen über so eine coole Strecke fahren und das Bild ist bei mir einfach hängen geblieben. Ich wollte schon immer so einen sautiefen Trabi haben, aber ich habe mir dann auch ein paar angeschaut, das war schon Jahre her, schon ewig her, aber es hat sich einfach herausgestellt, dass wenn man eine Pappe wirklich static tief fahren will, das muss wirklich sautief sein, damit das nach was ausschaut. Und dann hat man aber halt am Unterboden kaum noch Platz, dann hast du vielleicht so 2 Zentimeter noch Bodenfreiheit und ich komme da bei mir nicht mehr in den Hof rein. Und dann ist das Thema immer so im Hinterkopf mitgeschwurbelt bei mir und ja, irgendwann habe ich dann bei Zufall auf so einer englischen Seite ein Fahrwerk für einen Trabant damals noch entdeckt, Luftfahrwerk. Dachte ich mir, hey cool, Luftfahrwerk, aber gab es ja leider kein Gutachten, war auch wieder raus. Dachte ich mir, ja komm, egal. Ja, und irgendwann kam der Tag, dann hat TA Technics einen Post gemacht, hat das Fahrwerk vorgestellt und dann dachte ich mir, ey, das ist es. Mit Gutachten, sag ich, genau, jetzt passt es. Jetzt brauche ich so ein Ding. Und mir das alles so im Kopf ausgemalt und mein Einser war zu der Zeit ja auch weg, den habe ich zurückgebaut. Da war Luftmanagement drin von AccuAir und Airlift und so Geschichten. Und das habe ich halt alles rausgebaut und hatte quasi das Luftmanagement über. Und dann habe ich 1:1 zusammengezählt. Da habe ich gesagt, ich nehme die restlichen Teile vom Einser und hole mir jetzt eine Pappe, wenn ich eine finde. Und dann baue ich das alles so zusammen. Das war so mein Gedankengang. Und ja, wie es der Zufall so will, 5 Tage nach dem TA-Post ruft mich ein Kumpel an, schöne Grüße an Kai, der hat gesagt, hier bei ihm in der Nachbarschaft verkauft einer einen Trabi, also so ein paar Orte weiter von hier. Ich dachte, hey, so ein Zufall kann nicht sein. Hey, erst bringt TA das Ding mit dem Luftfahrwerk, was ich wollte, und dann ruft mich ein Kumpel an und sagte, egal, lange Rede, kurzer Sinn, wir sind da hingefahren, haben uns den angeschaut und der war so relativ nicht so guten Zustand. Der Zustand war eigentlich nicht so toll. Der hat 16 Jahre lang gestanden in der Garage von einem alten Herrn, der ist leider verstorben. Und die Familie wollte sich dann von dem Auto trennen. Ja. Mein Plan war eigentlich ganz schnelle Nummer. Ein Fahrwerk kaufen, Fahrwerk rein, Felgen drauf, runter und tschüss. Hast du gedacht? Hat nicht funktioniert. Ja. Ich habe halt gefühlt jeden Samstag, jeden zweiten Samstag hier unten in der Halle gestanden und habe
Rathäuser neu gemacht und Rathausschalen und dies und das und jenes und das hat sich einfach so ewig lang gezogen. Ich meine, ich bin jetzt zu 99% fertig. Ich warte quasi nur noch auf einen TÜV, dass der seinen Schriebs fertig macht und dann haben wir es eigentlich, ja. Aber es war ein langer Weg, weil, wie gesagt, immer nur samstags. Ich meine, die Woche unter arbeite ich bei München unten, bin dann am Wochenende immer hoch, Samstag ein paar Stunden arbeiten mit den Jungs und teilweise, ich konnte ja nicht nur an Trabi arbeiten, sondern auch mitgeholfen an verschiedensten Projekten, die wir hier haben. Und das hat sich dann halt alles ewig gezogen. Ja, genau. Und jetzt steht er da, so wie er ist. Ja. Also, das habe ich vorhin vergessen vielleicht zu erzählen, aber die Sache, warum ich auch einen Trabant wollte, war einfach, was ich vorhin schon mal gesagt habe, ich fahre halt von der Arbeit aus relativ viele moderne Autos und das ist alles super cool und ich wollte eigentlich mal was richtig Altes haben, wo man gar nicht schnell fahren muss, was einen einfach so auch bei niedrigen Geschwindigkeiten abholt und da war halt der Weg zur Pappe relativ nah gelegen, ne? Und deswegen Pappe. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wo wir das erste Mal zu dritt mit dem Auto gefahren sind, nachdem wir es dann gestartet haben. Und wir sind nur ein paar Meter durch den Johannes seinen Wohnort gefahren und du hast nur das Grinsen im Gesicht, weil das ist einfach eine andere Welt. Du fährst damit und ja, du kriegst das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht, weil du weißt, hey cool, das ist mal was komplett anderes wieder. Das holt einen auf eine ganz andere Art und Weise ab und ja, deswegen Trabant. Das ist klar, was kannst du nicht vergleichen mit den anderen Autos, obwohl die anderen zwei Autos, die ich habe, ich meine, der Z3, den lasse ich mal vor, aber der Z4, das kann mit modernen Autos auch nicht mehr mithalten, aber das ist halt einfach eine emotionale Geschichte, ne, mit dem Auto. Gerade der Sound, was er so hat von der Airbox, ist schon brachial und das war der Grund, warum ich so ein Auto habe und Trabant halt so ein bisschen mal für was Altes. Ne. Also mir war es halt wichtig, wenn ich also ich wusste ja, dass das Auto über 16 Jahre lang gestanden hat und ja, die Technik von damals, da wurde sich halt auch nicht so wirklich drum gekümmert. Die Achsen sahen auch nicht mehr so berauschend aus und ich wollte das Ding halt technisch einfach 1A haben. Und das hat halt angefangen, dass da neue Achsen reingekommen sind, Hinterachse verstellbar und vorne neue Achsen, alles gepulvert, Lenkung neu und Bremsen umgerüstet auf Scheibenbremsen und so. Also eigentlich die komplette Technik einmal neu. Die Karosserie, die soll so bleiben, wie sie ist, bewusst. Also ich will die nicht neu haben. Jeder kann machen, was er will. Ich bin da nicht so der Fan davon. Ich finde, eine Pappe darf ruhig so aussehen und Spuren zeigen, was er schon erlebt hat. Naja, und Motor muss dann halt auch neu und Motor neu machen lassen von Frank Klatter, Trabant Motorentechnik. Ja, so eine Variante, irgendwas zwischen 35 und 38 PS. Nichts Wildes, aber einfach, mir ging es einfach nur darum, da einen modernen Vergaser drauf zu haben, dass die Geschichte halbwegs vernünftig läuft. Noch macht es nicht hundertprozentig, wie wir schon ein paar Mal erlebt haben, aber da sind wir dran, das Thema noch abzustellen. Ich muss einfach mit dem Auto mal ein paar Kilometer fahren, weil wir fahren immer nur hier die Hofeinfahrt vor und zurück und es ist nichts. Da muss einfach mal gescheit eingestellt werden, dann passt das, aber ja. Wie gesagt, Luftfahrwerk drin, ansonsten ist nicht viel passiert. Außen soll er bewusst so bleiben. Wie gesagt, ursprüngliche Plan war mal einfach Auto nehmen, runter, Felgen drauf, tschüss. Ja, ist ein bisschen mehr geworden, aber passt. Ja. Ich sag mal, Trabant ist eigentlich so weitestgehend fertig. Vielleicht später, wenn er mal wirklich tipptopp läuft, was er noch nicht macht. Vielleicht noch einen Satz Felgen, aber da bin ich mir noch nicht so sicher. Mal schauen. Z4, wie man unschwer erkennen kann, sind da ringsherum ein paar Macken dran. Mir ist mal ein T5-Bus rückwärts ins Auto gefahren. Gibt es ein cooles Vorher-Nachher-Bild, weil ich habe das zufälligerweise kurz vorher ein Foto vom Auto gemacht und danach halt auch.
Ja, Seitenschaden muss instand gesetzt werden und das ist halt bei Silber immer so eine Sache, das ist nicht einfach mal nachlackieren, sondern das ist dann halt jedes Mal gleich mindestens mal eine Fahrzeugseite lackieren. Ja, und die Beifahrertür, die wurde vom Vorbesitzer auch mal nachlackiert, das sieht man halt in der Sonne. Das schaut echt unschön aus und dann hier ein paar Kratzchen. Ja, Z4 einmal komplett neu lackieren, das sollte eigentlich letzten Winter passieren, das werden wir jetzt hoffentlich diesen Winter angreifen, weil es stört mich schon echt arg. Und dann, wenn er fertig lackiert ist, dann bin ich am Überlegen, vielleicht den nochmal 1-2 cm hoch zu schrauben. Weil aktuell ist schon echt, das schaut vielleicht von außen nicht unbedingt so tief aus, aber unter dem Fahrzeug ist einfach echt wenig Platz und man setzt einfach überall auf. Und ich würde mich halt total ärgern, wenn das Auto neu lackiert ist und dann wieder irgendwo ein Kratzer reinkommt. Das ist, ja, mal schauen. Aber das sind vielleicht so die Zukunftspläne noch von den 2 Autos. Und, ja. Leuten, bei denen ich mich bedanken muss, auf jeden Fall und allen voran unseren Jungs von Holy Hole. Weil es ist nicht selbstverständlich, dass man mal so ein Auto wie die Pappe hier mal 1,5 Jahre lang drin stehen lassen kann. Ne? Auf jeden Fall bei den Jungs, wie gesagt. Wenn es um die Motoren geht von den 2 M-Coupés, auf jeden Fall bei Matthias Mandl, der hat mich da tatkräftig unterstützt, bei den Motoren wieder frisch zu machen. Ja, Trabant. Wenn es um Trabant geht, muss ich sehr vielen Leuten tanken, weil diese Ostszene, die ist einfach cool. Sau viele geile Leute. Thomas Siefergarage, der war immer gleich dabei und das ist auch ein cooler Typ. Auch die Jungs von Ostblock MV. Super entspannte Dudes. Das macht echt Bock, mit denen zu reden. Und da kann man auch immer Tipps und so Geschichten. Also auf jeden Fall großes Dankeschön an die Jungs. Ja. Alle, die da irgendwie mitgewirkt haben, auch meine Freundin, ich meine, wie angesprochen, ich war jeden 2. Samstag ungefähr hier, die macht die Gaudi auch mit, ne? Also macht auch nicht jeder, das ist schon echt top. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und ihr wisst ja, wie das bei uns läuft. Sagt euren Nachbarn Bescheid, wenn euch das Video gefallen hat, dass er vielleicht auch mal reinschaut und ein Like da lässt und ein Abonnement im besten Fall auch noch. Und ja, vielleicht könnt ihr mal kommentieren, was euch besser gefällt, so die Geschichte mit den Ostfahrzeugen oder eher so BMW technisch so ein hochdrehender 6-Zylinder, was für euch da so eher das Thema ist. Und ja, hat mich gefreut und vielen Dank.